Hallo zusammen. Wir haben letztens einen Wochenendtrip nach Barcelona gebucht und dabei einen Fehler gemacht, der uns über 200 € gekostet hat. Und wisst ihr was? Fast jedes Paar macht genau diesen Fehler. Wir zeigen euch heute die 5 teuersten Fehler bei der Städtetrip-Buchung, die uns selbst hunderte Euros gekostet haben. Oh ja. Und das Beste, ihr könnt sie alle vermeiden. Also los geht's, um Fehler Nummer 1 zu vermeiden. Der größte Geldfresser bei Städtetrips sind starre Reisedaten. Viele Paare schauen sich den Kalender an, suchen sich ein freies Wochenende aus und buchen dann Freitag bis Sonntag. Klingt doch eigentlich logisch, oder? Genau. Und das haben wir auch immer gemacht. Bis wir gemerkt haben, wie viel Geld wir damit verlieren. Wir haben das getestet. Ein Flug nach Rom am Freitagabend kostet schnell 180 € pro Person. Der gleiche Flug am Mittwoch 89 €. Das sind über 180 € Unterschied für euch beide. Nur weil ihr 2 Tage flexibel seid. Und dabei geht es ja nicht nur um die Flüge, denn Hotels sind unter der Woche auch deutlich günstiger als am Wochenende. In Barcelona zum Beispiel haben wir für ein Zimmer am Wochenende 150 € pro Nacht bezahlt. War allerdings auch schön gewesen. Das stimmt. Ja, und von Dienstag bis Donnerstag hatten wir das gleiche Zimmer für 95 €. Da sind nun mal 110 € gespart für 2 Nächte. Das ist viel. Ja, dann rechnet das mal zusammen. Flug plus Hotel, das sind locker 300 € Unterschied. Dafür könnt ihr euch vor Ort 3 richtig lecker Abendessen leisten. Genau. Oder eine coole Bootstour machen. Oder sogar in der Woche noch einen Tag länger bleiben. Ja, unser Tipp, nutzt Preisvergleiche-Tools wie Skyscanner oder Google Flight. Die zeigen euch dann direkt, welche Tage die Flüge am günstigsten sind. Einfach den ganzen Monat anzeigen lassen und schaut, wo die Preise am niedrigsten sind. Meistens ist das Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag. Und noch was. Frühmorgens oder spät abends fliegen ist oft günstiger als zur Mittagszeit. Klar, um 6 Uhr morgens aufstehen ist nicht super romantisch. Aber dafür habt ihr mehr Geld für ein schöneres Candlelight-Dinner in der Stadt. Und da wird die Romantik wieder aufgeholt. Mhm. Ne? Flexibilität ist wirklich der Schlüssel, wenn ihr Geld sparen wollt. Wenn ihr nur ein bisschen bei den Daten nachschaut, spart ihr richtig viel Geld. Und das Geld könnt ihr dann für Erlebnisse ausgeben, die euren Trip dann unvergesslich machen. Aber selbst wenn ihr günstig bucht, lauert der nächste teure Fehler direkt nach der Landung. Ihr landet am Flughafen, seid müde von der Reise und dann kommt der Schock an der Taxischlange. Oh ja, das haben wir zum Beispiel in Rom erlebt, in London oder in Mailand auch. Der Taxifahrer wollte 60 € für die Fahrt ins Zentrum. 60 € für 30 Minuten Fahrt. Ja, heftig. Das Problem, viele Paare planen den Transfer vom Flughafen gar nicht mit ein. Ihr bucht Flug und Hotel, freut euch auf die Stadt und dann steht ihr da mit eurem Gepäck und müsst spontan entscheiden. In Barcelona zum Beispiel kostet ein Taxi vom Flughafen in die Innenstadt zwischen 35 und 40 €. Und in Paris, je nachdem wo ihr landet, sind zwischen 50 und 60 €. Heftig. Das summiert sich hin und zurück, schon seid ihr schnell 100 € los. Ja, dann denkt ihr vielleicht, okay, nehmen wir halt die öffentlichen Verkehrsmittel. Klingt erstmal clever, aber die Realität sieht oft anders aus. Ihr steht mit 2 Koffern in einer überfüllten Metro, müsstet 3-mal umsteigen und findet die richtige Linie nicht. Genau, und das ist dann schon stressig und zeitaufwendig. Und mit Gepäck finde ich das echt nervig, Ja. muss ich sagen. Ja? Wir haben in Rom knapp 1 Stunde gebraucht, um vom Flughafen ins Hotel zu kommen. Mit dem Taxi wären es circa 30 Minuten gewesen. Die Lösung ist super einfach. Bucht euren Transfer vorab online. Es gibt Shuttle-Services, die euch für 20 bis 25 € direkt zum Hotel bringen. Ihr werdet abgeholt, müsst nicht suchen, nicht umsteigen und kommt einfach entspannt an. Wir nutzen mittlerweile immer wieder Plattformen wie Get Your Guide oder Get Transfer. Da bucht ihr vorher, gebt eure Flugnummer an und jemand wartet mit einem Schild auf euch. Kein Stress, kein Verhandeln mit dem Taxifahrer, kein Suchen nach der richtigen Metrolinie. Und oftmals ist es auch noch günstiger, als wenn ihr ein Taxi nehmen würdet. Der erste Eindruck einer Stadt ist wichtig. Wenn ihr entspannt ankommt, startet der Trip gut. Wenn ihr schon gestresst und genervt seid, bevor ihr überhaupt im Hotel angekommen seid, ist die Stimmung im Keller. Also plant auf jeden Fall den Transfer mit. Es kostet nicht viel, aber es macht einen riesigen Unterschied für euren Start in die Stadt. Teilweise könnt ihr natürlich auch den Transfer umgehen, indem ihr direkt in der Stadt landet. Ja? Besonders in London ist es so, da sind Flughäfen, die sind relativ weit außerhalb. Ihr bezahlt wenig für den Flug, ist günstiger, als wenn er direkt in Heathrow landet. Aber ihr habt dann 40 bis 45 Minuten Fahrt plus die Fahrtkosten noch. Ja?
Das gleiche in Mailand. Da sind wir in Bergamo Mhm. gelandet. Es geht von der Fahrt, aber auch da müsst ihr euch um Transfer kümmern. Ja? Aber der Flug nach Mailand wäre natürlich teurer gewesen. Ja. Da muss man halt immer bei der Buchung gut abwägen, zusammenrechnen. Ja? Immer Flug plus Fahrtkosten und nicht nur einfach nach dem Flugpreis gucken. Okay, ihr seid also günstig angekommen. Jetzt kommt der Fehler, den wirklich fast jedes Paar macht. Citypässe klingen erstmal super, spart bis zu 50%, freier Eintritt in 20 Museen, klingt nach einem Schnäppchen, oder? Ja, das haben wir auch oft gedacht. Wir haben in Barcelona die Barcelona-Card Mhm. gekauft. 55 Euro war die damals, glaube ich, pro Person. Ich weiß nicht genau, für 3 Tage. Darin enthalten freier Eintritt in ein paar Museen, Rabatte auf Attraktionen und freie Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Das Ding ist, wir sind ein Wochenende da, wie will man 20 Museen besuchen? Klingt gut, aber dann haben wir gemerkt, wir wollten gar nicht so viele Museen. Wir wollten in die Sagrada Familia sehen, durch die Altstadt schlendern, am Strand entspannen und einfach gut essen gehen. Am Ende haben wir 2 Museen besucht und die Metro 3-mal genutzt insgesamt. Rechnen wir mal die Sagrada Familia, 26 Euro war das, glaube ich, circa. Ein weiteres Museum 12 Euro, Metro-Tickets 15 Euro, sind zusammen 53 Euro. Wir haben also 55 Euro für einen Pass bezahlt, der uns Sachen im Wert von 53 Euro gebracht hat. Kein echtes Schnäppchen. Citypässe lohnen sich wirklich nur, wenn ihr Museumsmarathonpaare seid. Wenn ihr plant, jeden Tag 3 bis 4 Museen zu besuchen, dann ja, dann spart ihr Geld. Aber mal ehrlich, wer macht das im Urlaub? Ja, die meisten Paare wollen einfach eine Mischung. Ein bisschen Kultur, ein bisschen Essen, ein bisschen Entspannung. Und dafür braucht ihr keinen teuren Pass. Und zusätzlich hat man auch immer noch so ein Gefühl, wenn man den Pass hat, boah, ich habe das jetzt bezahlt, ich muss jetzt Ich was muss, damit machen. genau. Ja? Und dann macht man irgendwelche anderen Sachen nicht, die man vielleicht gerne machen will. Das stimmt. Psyche. Na, Ja. Und deswegen unsere Empfehlung für euch, überlegt euch vorher genau, was ihr sehen wollt. Schreibt eure Top 3 Attraktionen auf, dann rechnet aus. Was kosten die Einzeltickets? Vergleicht das mit dem Preis des Citypasses. Meistens merkt ihr schnell, dass sich der Pass in dem Moment gar nicht mehr lohnt. Und noch ein Tipp. Viele große Attraktionen könnt ihr online vorab buchen. Das spart euch Zeit beim Anstehen und ist oft sogar günstiger als vor Ort. Ja, die Sagrada Familia zum Beispiel solltet ihr unbedingt vorher online buchen. Sonst steht ihr locker 2 Stunden in der Schlange. Auch das lohnt sich, denn die ist wunderschön. Ja, wunderschön, wirklich. Sehr sehenswert. Das Geld, das ihr beim Pass natürlich spart, könnt ihr viel besser investieren. Ein richtig gutes Abendessen in einem tollen Restaurant kostet in Barcelona 40 bis 50 Euro für 2 Personen. Das ist viel mehr wert als ein Museum, das ihr eigentlich vielleicht gar nicht sehen wollt. Also nicht blind kaufen, rechnen, vergleichen und dann entscheiden. Und wenn wir schon bei Attraktionen sind, der nächste Fehler ruiniert euch den ganzen Trip. Instagram zeigt euch die perfekte Welt. Der Park Güell in Barcelona sieht auf dem Foto aus wie ein magischer Ort. Bunte Mosaike, geschwungene Bänke, die berühmte Eidechse. Sieht romantisch aus, oder? Ja, bis ihr dann da steht. Die Realität, ihr steht mit 1000 anderen Touristen in der prallen Sonne, überall sind Selfie-Sticks, ihr wartet 20 Minuten, um ein Foto an der Eidechse zu machen. Puh, anstrengend. Und wenn ihr dann endlich dran seid, drängelt schon die nächste Gruppe. Wir haben das in Rom erlebt. Der Trevi-Brunnen zur Mittagszeit. Oh mein Gott. Wir dachten, wir werfen eine Münze rein, machen ein schönes Foto und genießen den Moment. Ja, nix da. Stattdessen hunderte Menschen, die sich gegenseitig anrempeln. Kein romantisches Foto möglich, nur Frust. Das Problem ist nicht der Ort selbst, das Problem ist die Zeit. Die meisten Touristen kommen zwischen 11 und 16 Uhr zu den Hotspots. Genau dann solltet ihr am besten nicht da sein. Unsere Lösung, früh morgens oder spät abends halt. Wir waren um 7 Uhr morgens am Trevi-Brunnen, kaum Menschen, perfektes Licht, Zeit für Fotos. Das war der Moment, den wir uns vorgestellt hatten. Wenn wir nicht so müde gewesen wären. Ja. Denn das gleiche gilt nämlich auch für den Eiffelturm in Paris. Mittags ist da die Hölle los. Abends um 22 Uhr ist viel entspannter und das Licht ist dann sowieso schöner, weil der Eiffelturm wunderschön beleuchtet ist. Das stimmt, sehr romantisch. Noch besser, recherchiert alternative Spots. Es gibt den Bunkers der Kamel. Kostenlos, weniger überlaufen und genauso schöner Ausblick über die gesamte Stadt. Aber ihr findet dort kein Kamel. Rom hat dann nicht nur den Trevi-Brunnen, die Fontana dell'Acqua Paola ist genauso beeindruckend. Aber viel ruhiger. Perfekt für ein entspanntes Foto ohne viel Gedränge. Plant eure Besuche smart. Schaut vorher, wann die Stoßzeiten sind. Geht früh morgens oder spät abends zu den großen Attraktionen. Und sucht euch 1, 2
alternative Orte, die genauso schön sind, aber weniger bekannt. Das spart euch nicht nur Nerven, sondern auch eine Menge Zeit. Und Zeit ist im Urlaub wirklich kostbar. Niemand will 2 Stunden an der Warteschlange stehen. Also Ja. ich zumindest nicht. Ich auch nicht. Wenn man die Stadt erkunden will, braucht man die Zeit halt, um möglichst viele andere Sachen zu sehen. Okay, ihr habt die Touristenfallen umgangen. Aber jetzt kommt der Fehler, der die ganz große Reise anstrengend macht. Viele Paare planen ihre Städtetrip wie einen Marathon. Morgens Museum 1, dann Museum 2, mittags schnell essen, nachmittags Parks, abends noch eine Bootstour und dann ins Restaurant. Das kennen wir, ne? Ja, das Problem, am zweiten Tage seid ihr komplett fertig. Keine Energie mehr. Eure Füße tun weh, ihr seid genervt voneinander, weil ihr nur gehetzt seid. Wir haben das nicht nur in Paris gemacht. Tag 1, Louvre, Eiffelturm, Notre Dame, Montmartre, Abendessen an der Seine. Wir dachten, wir nutzen damit die ganze Zeit optimal. Ja, am Ende des Tages waren wir so erschöpft, Oh ja. dass wir das Abendessen fast übersprungen hatten. Tag 2, wir konnten kaum noch laufen, die Füße taten so weh. Statt weitere Museen zu besuchen, haben wir den halben Tag im Café gesessen. War aber auch schön. Ja, Deswegen unsere Empfehlung, maximal 2 bis 3 große Aktivitäten pro Tag. Nicht mehr. Plant Zeit für Pausen ein. Zeit für ein entspanntes Frühstück, Zeit, um einen Kaffee zu sitzen und die Stadt auf euch wirken zu lassen. Und außerdem, je mehr Zeit ihr euch nehmt, desto intensiver könnt ihr halt diese Sehenswürdigkeiten auch erleben, als wenn ihr nur da durchhuscht. die besten Erinnerungen entstehen oft in den ungeplanten Momenten, diese spontanen Momente. Wenn ihr durch eine kleine Gasse schlendert und ein süßes Restaurant entdeckt. Wenn ihr auf einer Bank im Park sitzt und einfach nur redet. Ist auch total schön. Genau, wenn ihr euch Zeit nehmt, die Stadt zu fühlen, nicht nur abzuhaken. Weniger ist da tatsächlich mehr. Qualität geht da auch vor Quantität. Ihr seid im Urlaub, nicht auf einer Checklistenmission. So, das waren die 5 teuersten Fehler, die fast jedes Paar beim Städtetrip macht. Flexibilität spart euch Geld. Planung spart euch Nerven. Und realistische Erwartungen sorgen dafür, dass ihr den Trip wirklich genießen könnt. Und jetzt schreibt gerne in die Kommentare, welche dieser Fehler habt ihr selbst schon gemacht oder welche Fehler habt ihr gemacht, die wir nicht genannt haben. Und abonniert uns gerne und lasst gerne ein Like da, damit ihr bei unseren nächsten Reisetipps nicht mehr verpasst. Dann ein schönes Reisen. Ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Ciao.